In diesem Video möchte ich Ihnen erklären, was Sie für Ihr ETS-Projekt beachten müssen, damit der ETS-Import in die Visualisierung ohne Probleme funktioniert. Denn, ich zeige Ihnen das mal, in der Visualisierung können Sie folgende Widgets ganz automatisch importieren lassen aus dem ETS-Projekt, ohne irgendetwas festlegen zu müssen. Die Namen werden automatisch importiert, die Widgets werden automatisch generiert, die zugewiesenen Icons. Diese Gruppenfunktionen werden automatisch eingefügt, sobald mehr als ein Gewerk des gleichen Typs in dem Raum ist. Und die Gebäudestruktur wird automatisch importiert. Damit das funktioniert, möchte ich Ihnen zeigen, worauf es ankommt in diesem Video. Dafür gehen wir zuallererst einmal in den Help-File, hier über UV Configuration, in die FAQs und hier zu den Hinweisen für Ihr ETS-Projekt. Und hier sehen Sie schon einmal 8 grobe Punkte, die werde ich alle in diesem Video einmal berühren. Wichtig ist, dass Sie mit der ETS 5 arbeiten und dann gehen wir auch schon ans Ende der Page, nämlich zu dieser Tabelle. Hier ist nämlich drin, was Sie alles beachten müssen, um ein Gerät zu erkennen. Beispielsweise, wenn Sie eine Jalousie haben, brauchen Sie 4 Kommunikationsobjekte, die mit bestimmten Datentypen belegt sind, wie beispielsweise auf-ab, Schritt, Prozent oder Winkel. Das können aber auch andere Kombinationen sein. Hier würde ich darauf achten, die ersten Gruppenadressen zu verwenden, um einfach spezifischer zu sein. Das führt meistens zu besseren Ergebnissen in der Geräteerkennung. Das heißt beispielsweise auf-ab, Schritt, Prozent oder Winkel, um eine Jalousie zu erkennen. Woher kommen jetzt diese Datentypen? Das ist vor allem in der Visualisierung auch zu begründen, denn wir haben für eine Jalousie diese Steuerelemente. Das heißt, wir brauchen mindestens einen Öffnungswinkel zum Ansteuern, wir brauchen einen Lamellenwinkel und einen Auf- oder Ab- oder Start- oder Stopp, um diese Steuerelemente überhaupt bedienen zu können. Das heißt, wir brauchen auch, um die Visualisierung bedienen zu können, immer mindestens diese Elemente. Das geht dann weiter für andere Geräte auch, beispielsweise für die Heizung. Das finden Sie hier in dem Beispiel auch nochmal, welche Kommunikationsobjekte mit was belegt sein müssen. Dazu wird es aber auch nochmal ein extra Video geben zur Heizungssteuerung. Nun kommen wir aber erstmal zu einfachen Beispielen, um Ihnen das zu verdeutlichen. Ich würde jetzt hier einmal einfach eine Jalousie mit Ihnen zusammen anlegen. Wir machen jetzt hier einmal eine Jalousie im Schlafzimmer, eine zweite. Dafür lege ich hier erstmal meine Gruppenadressen an. Bei den Gruppenadressen achte ich auf eine genaue Bezeichnung, das heißt wo, was, wofür, und benenne sie wie auch gerade in der Tabelle gesehen. Außerdem ist es wichtig, hier noch die Rückmeldung für Position und für Winkel mit hinzuzufügen. Nachdem ich die Gruppenadressen zugewiesen habe, kann ich mich nun meinem Aktor zuwenden. Wir haben hier noch Kanal F zur Verfügung. Den werde ich jetzt einmal einrichten. Hier beim Aktor haben wir zuerst die Auswahl zwischen Jalousie und Rolladen. Hier nehme ich die Jalousie. Und danach ist es nur noch wichtig, die Objekte für die absolute Position zu aktivieren und eine aktuelle Position rückzumelden. Und dann kann ich einfach meine Kommunikationsobjekte auf die entsprechende Position ziehen. Hier sehen wir rechts auch schon die richtigen Datentypen, nämlich auf-ab, öffnen, schließen, Prozent und Prozent. Und damit kann UV dann auch schon diese Jalousie als Jalousie erkennen. Die Rückmeldung sollte dabei immer aktiv sein. Und das war's auch schon. So haben Sie dann Ihre Jalousie erstellt und so kann UV das dann aus dem Aktor auslesen. Das heißt, wenn Sie sich die Tabelle ansehen, wir gehen in dieser Tabelle bei diesen Kommunikationsobjekten auch immer von dem Aktor aus, auf die das zugewiesen ist für diese Geräte. Das heißt, wir haben jetzt hier alles zugewiesen und so würde UV auch schon automatisch das Widget erstellen. Was Ihnen jetzt auch noch aufgefallen ist, ist, dass der Name von der Gruppenadresse, der hier ja in der Beschreibung steht, immer den gleichen Teil vorne hat und nur hinten eine Änderung.
Das liegt daran, dass ich meine Funktionen hier nur ans Ende schreibe, damit UV diesen Namen für die Visualisierung nutzen kann. UV nimmt nämlich immer den ersten Teil von diesen Beschreibungen, der gleich ist, und der Teil, der sich unterscheidet in der Beschreibung, wird automatisch rausgefiltert, damit solche Extensions dann nicht in der Visualisierung im Gerätenamen stehen. Hier ist es dann entsprechend wichtig, die Funktion nicht an den Anfang zu schreiben, sondern ans Ende von Ihrer Gruppenadresse. Als nächstes möchte ich Ihnen zeigen, was bei der Gebäudestruktur zu beachten ist. Hier legen Sie das ganz normal an, wie das von der ETS vorgegeben ist. Und hier ist nur darauf zu achten, dass der Raum die entsprechende Funktion hat. Also wenn Sie hier raufgehen und einen Raum hinzufügen, werden Sie ja meistens auch schon einen Vorschlag bekommen. Und dann ist es wichtig, dass hier die Nutzung entsprechend ausgefüllt ist. Wenn das der Fall ist, sehen Sie hier in der ETS auch schon vor jedem Raum einen Icon, und dann wird hier auch entsprechend das richtige Icon direkt eingefügt von UV. Nun fehlt nur noch ein Punkt, nämlich die Raumzuordnung. Die Zuordnung der Geräte passiert über die Taster in den entsprechenden Räumen. Das heißt, hier im Badezimmer habe ich ein Beispiel-Taster, auf dem beispielsweise das RGB-Licht, die Spots oder auch die Heizung. Und hier ist es einfach nur wichtig, dass mindestens eine Gruppenadresse, die auch in dem Aktor ist, hier dem Schalter zugewiesen ist. Es müssen nicht alle sein, die Sie zur Definition von diesem Gerät brauchen, sondern eine reicht, damit UV das Gerät dann hier in dem Fall in das Badezimmer verschiebt. Wenn Sie in dem Raum aber keinen Taster für diese Funktion haben, dann können Sie sich anders behelfen. Ich habe hier in dem Schlafzimmer schon einige Funktionen angelegt, und hier sind dann die Gruppenadressen genauso zugewiesen wie für einen Schalter beispielsweise. Hier reicht wiederum auch eine Gruppenadresse von dem Gerät, damit UV das Gerät dem richtigen Raum zuordnet. Beispielsweise, wenn ich jetzt hier im Schlafzimmer noch einen Dimmer hinzufügen möchte und für den jetzt keinen Schalter hätte, würde ich hier Licht dimmen als Funktion nehmen, würde es auch Dimmer nennen. Und dann haben wir hier den Dimmer. Was jetzt noch passiert ist, dass die ETS automatisch Gruppenadressen dafür erstellt, auch schon mit der richtigen Beschreibung für UV tatsächlich. Das heißt, das ist auch eine Möglichkeit, damit zu arbeiten. Dann haben Sie direkt die richtige Benennung für UV. Ich habe jetzt in dem Fall aber schon meine Gruppenadressen erstellt, deswegen lösche ich die jetzt hier einmal raus, damit es für mich übersichtlich bleibt. Und gehe jetzt hier einfach mal zu meinem Dimmer. Ich habe jetzt hier schon meinen Schlafzimmer-Dimmer nämlich angelegt. Ziehe die Gruppenadresse auf diese Funktion, und das reicht jetzt auch schon, damit der Schlafzimmer-Dimmer von UV im Schlafzimmer erkannt wird. Was ich dazu noch sagen möchte, wenn Sie Funktionen benutzen, dann haben Sie ja gesehen, wird automatisch eine Gruppenadresse erstellt. Die wurde bei mir jetzt hier in HVC gelegt, was natürlich nicht meiner Struktur entspricht. Sie können dann am Ende, wenn Sie Ihr Projekt fertig haben, hier einfach dann in den entsprechenden Ordner gehen, wo er alle Gruppenadressen reinlegt, und die dann einfach rauslöschen. Dann sparen Sie sich da ein bisschen Arbeit. Da muss man nicht immer jedes Mal in diesen Ordner gehen, sondern macht es einmal am Ende. Als zweites gibt es noch eine zweite Option, und zwar können Sie auch hier eine Funktion erstellen, indem Sie hier auf Benutzer definiert gehen, und dann wird beispielsweise keine automatische Gruppenadresse erstellt. Das ist dann einfach die Funktion alleine, und dann müssen Sie keine Gruppenadressen rauslöschen, sondern können einfach nur zuweisen. Und nun hoffe ich, ich konnte Ihnen damit weiterhelfen. Ich hoffe, dass der Import für Sie reibungslos funktioniert. Falls es doch zu Problemen kommt, wenden Sie sich gerne an unseren Support. Wir entwickeln den ETS-Import natürlich auch ständig weiter, und mit jeder neuen Funktion wird natürlich auch der ETS-Import erweitert. Aber das erfahren Sie dann natürlich auch im Newsletter oder übers KNX-User-Forum, was sich da bei uns tut. Dann hoffe ich, sehe ich Sie zum nächsten Video wieder. Da geht es darum, wie ich die Visualisierung einrichte nach dem ETS-Import, was da noch gemacht werden kann und wie Sie UV auf einem Kundenpanel bzw. für den Kunden vorbereiten. Da geht es dann auch nochmal ums Backup, um grundlegendes Wissen zu UV und zu UVs Aufbau. Dann bedanke ich mich und hoffe, ich sehe Sie im nächsten Video wieder.